Das Thema Geräteeinstellung betrifft auch die ganze Großthematik Reduktion, weil wir wirklich unser Gerät so einstellen, dass die Pflanzenschutzmittel dort ankommen, wo wir sie auch hinhaben wollen. Ist das Gerät falsch eingestellt, blasen wir relativ viel Menge außerhalb der Rebzeile. Und ich sag mal, wenn wir wirklich wissen, wir bringen die Menge an, die wir auch ausbringen wollen, können wir auch unseren Pflanzenschutz dementsprechend genauer anpassen und auch reduzieren. Mithilfe des Ausliterns können wir dann auch noch sehen, wie die einzelnen Düsen oder wie gut die einzelnen Düsen arbeiten, ob die Verteilung auch in unserem Spritzband untereinander passt. Auch hier haben wir jetzt mal den Aufbau gemacht, wie wir ein Gerät auslitern. Der Hintergedanke vom Auslitern ist einfach, dass wir überprüfen, ob wirklich aus jeder Düse die gleiche Ausflussmenge in Liter pro Minute austritt. Das Ganze lässt sich einfach überprüfen, indem wir einfache Schläuche nehmen, die vom Durchmesser her auf unsere Düsenhalter passen, die auf die einzelnen Düsen aufstecken und dann unten die ausgeflossene Menge pro Minute in den Messbecher auffangen. Wir lassen das Gerät dann 1 Minute lang laufen, schauen, ob in den einzelnen Messbechern der Wert aus der Tabelle rauskommt, und dann sieht man eigentlich, ob die Düsenverteilung passt oder ob eine einzelne Düse dann verstopft ist. Wir haben dann mit Hilfe der Ausflusstabelle oder mit Hilfe der Düsentabelle, da gibt es dann von jedem Hersteller eigentlich eine Variante, die man nutzen kann, aber da bei den Injektordüsen sind die Düsen alle ISO-farbkodiert, sprich, da ist egal, welcher Hersteller man nutzt, die Farben sind überall gleich. Und man kann dort einfach schauen, wie viel Bar fahre ich, bei welcher Düse, und sehe dann auch genau, wie viel Liter pro Minute aus einer Düse rauskommen muss. Das machen wir jetzt einfach, wir lassen das Gerät 1 Minute lang laufen, überprüfen, ob in jedem Becher einerseits die gleiche Menge drin ist und ob auch die Menge der Tabelle entspricht. So, wir haben jetzt das Gerät 1 Minute lang laufen lassen. Man sieht hier aber auch relativ schön teilweise den unterschiedlichen Ausfluss aus den einzelnen Düsen. Das zeigt auch schön, wieso jetzt wir das Ganze machen, wieso wir das Gerät auslitern. Wir haben hier die ersten 3 Düsen mit einem recht gleichen Ausfluss an Flüssigkeit. Haben aber zum Beispiel hier auch die eine Düse, aus der gar nichts rauskam. Das zeigt uns dann auch relativ schön, wie wir, beziehungsweise dass wir da nach dieser Düse nochmal schauen müssen, ob die defekt ist oder einfach nur verstopft. Um das Ganze dann am Ende nochmal zu machen, kann man den Aufbau eigentlich lassen und die einzelnen Düsen, die notwendig sind, einfach kurz überprüfen oder einfach durch eine neue ersetzen. Das Ganze ist für Winzer in Schutzgebieten besonders relevant, da sie seit dem neuen Biodiversitätsstärkungsgesetz, wo auch die Pflanzenschutzmittelreduktion verankert ist, in Schutzgebieten des IPS Plus, der integrierte Pflanzenschutz Plus, berücksichtigen müssen. Dort sind verschiedene Maßnahmen aufgelistet, die man in Schutzgebieten einhalten muss, entweder Pflicht- oder Wahlmaßnahmen. Eine Pflichtmaßnahme ist beispielsweise auch das Auslitern des Gerätes jährlich und das Ganze auch dann nachweislich zu dokumentieren, oder auch die Verwendung von Petimeteo quasi in der Planung dann zum eigenen Pflanzenschutz.